sind hier in der Schweiz, in Tegernwild am schönen Bodensee, Stammsitz der Orianda. Es freut mich unglaublich, dass das zusammengefunden hat, was aus meiner Sicht, aus eurer Sicht zusammengehört, nämlich die Orianda und die Valantic. Ich begrüße euch herzlich als neues Mitglied der Valantic-Familie. Herzlich willkommen, Ewald. Herzlich willkommen, René. Ja, vielen Dank, Carsten. Schön, dass du uns heute hier am Bodensee besuchst und wir mit dir in den Austausch gehen können. Freuen wir uns drauf heute als auch in Zukunft. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen hier in dem Dreiländereck. Also die Dachregion ist an sich unser Heimatmarkt und wir freuen uns sehr, dass die Orianda-Familie und die Valantic-Familie jetzt zusammenkommen werden und wir gemeinsam Mehrwert in die Welt bringen. Lieber Ewald, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was macht der Orianda-Berater, wenn er nicht vor der Kamera sitzt? Ja, der Orianda-Berater, also unsere Kolleginnen und Kollegen, die sind bei den Kunden, arbeiten für und mit den Kunden zusammen an Lösungen im Umfeld Asset Lifecycle Management mit SAP. Also die bringen End-to-End-Prozesse für ihre Kunden zusammen und verbinden das mit Technologie und Branchen-Know-how. Enterprise Asset Management oder Asset Lifecycle Management. Ewald, erzähl uns doch mal, was ist das genau? Wir betrachten von den Assets, also Anlagen, technischen Anlagen, den Lebenszyklus. Also von Beginn weg, wenn sie geplant werden, wenn sie gebaut werden, über den Betrieb bis hin zum Ende des End of Lives, sodass also hier ein Lebenszyklus von solchen Anlagen mit SAP-Technologien eben abgebildet werden kann. Das heißt, wir helfen unseren Kunden, den digitalen Zwilling zu formen, aber der digitale Zwilling als solches bringt ja noch nichts. Sondern im Endeffekt der Nutzen steckt darin, die Prozesse effizient zu gestalten und Ressourcen, die knapp sind, so einzusetzen, dass sie möglichst optimal die Leistung bringen können. Klingt spannend. Lass uns doch mal eine Stufe tiefer in das Thema eindringen. Was waren denn so die spannendsten Kundenprojekte oder die herausforderndsten Kundenprojekte im Laufe der letzten über 20 Jahre als Experte in diesem Thema? Ja, da gibt es ganz viele Kundenprojekte. Jetzt ist natürlich die Frage, welches nimmt man heraus, aber eines, was wirklich in Erinnerung bleibt, das ist dieses Projekt MARS. Das steht für Maintenance Application for Rolling Stock. Ein Projekt bei der SBB, war ziemlich herausfordernd, diese ganzen Anforderungen eben wenn man sie rückblickend betrachtet, eben in SAP abbilden zu können und zu sehen, was daraus wird und dass dieses System letztendlich, diese Lösung, die wir gebaut haben, nach 20 Jahren immer noch funktioniert wie ein Schweizer Uhrwerk. Das heißt, absolut präzise, minutengenau werden 2000 Aufträge am Tag, 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag generiert und abgearbeitet. Schweizweit in 3 Sprachen. Finde ich schon cool. Also ich bin heute noch stolz darauf, dass wir das mit entwickeln, konzipieren und umsetzen durften. Über das MARS-Projekt hinaus, sag ich mal, hast du noch ein anderes Beispiel für uns, vielleicht auch sogar aus einer anderen Industrie? Wir haben auch andere Kunden in der Pharmawelt zum Beispiel oder in der Lebensmittelindustrie. Ich meine, wir alle wollen gesunde Lebensmittel essen. Wir wollen auch eben Medikamente bekommen, die eben entsprechend hergestellt wurden. Und da helfen wir unseren Kunden, dass sie eben ihre Produktionsprozesse, ihre Anlagen so im Griff haben, dass sie wirklich gute Lebensmittel produzieren können oder Medikamente herstellen, die safe sind. Und das machen wir, indem eben das Thema Asset Lifecycle Management umgesetzt bei diesen Kunden, dass sie alles, was dort produziert wird, eben auch dokumentiert wird, wie es produziert wurde, dass also zu jedem Zeitpunkt bekannt ist, wie war die Konfiguration oder Zustand der entsprechenden Anlage. Und eben unsere Kunden können dann gegenüber der FDA als Beispiel jederzeit dokumentiert nachweisen, in welchem Zustand die Anlagen waren und dass die Leute trainiert waren, welcher Release-Stand eingesetzt wurde und. Wenn man 23 Jahre für einen Kunden arbeitet oder 5 Jahre oder 7 Jahre, wie viele Jahre auch immer, wird es einem dann nie langweilig? Nein. Ich glaube, wir sind alle im IT-Umfeld unterwegs. Das Rad dreht sich weiter. Es gibt ständig neue Herausforderungen. Es gibt neue Möglichkeiten und die neu immer wieder zu evaluieren und zu schauen, was können wir davon wirklich sinnvoll für unsere Kunden verwenden? Was bringt uns wirklich zu neuen, zukunftsträchtigen Lösungen in unserem Umfeld? Das wird auch in 10 Jahren nicht langweilig werden. Wenn man mal auf das Produktberatungsportfolio der Valantic schaut, seid ihr das fehlende Mosaiksteinchen für uns gewesen mit dem Enterprise Asset Management
Unser Anspruch ist ja, Ende zu Ende Geschäftsprozesse zu transformieren und Unternehmen zukunftsfähig zu machen auf Basis von innovativer Technologie, in dem Fall SAP-Technologie. Wie sieht das in eurem Themenkreis aus? Ihr seid fokussiert auf SAP? Genau, also wir machen ausschließlich unsere Beratungsleistung im Umfeld von SAP-Technologien und nur mit dem Thema Asset Lifecycle Management. Also wir sind voll fokussiert auf dieses Thema mit über 100 Beratern und wir freuen uns jetzt hier, die Valantic bereichern zu dürfen. Also sprich, wir ergänzen das End-to-End-Prozessportfolio der Valantic ideal und wir denken, dass wir mit unserem Beratungsanspruch, aber auch Ansatz hier ideal zusammenpassen. René, Frage an dich. Sag ich mal, was waren denn die entscheidenden Beweggründe, auf Basis derer du dann gesagt hast, Valantic Orianda, das passt für uns als Firma, das passt aber auch für dich persönlich? Ich glaube, wir haben in gleich den ersten Gesprächen, die wir miteinander hatten, ein sehr vertrauensvolles und einen offenen Umgang geschaffen. Und wir haben gesehen, dass wir von den Werten und das, was wir so miteinander teilen, was uns wichtig ist, sehr gut zusammenpassen. Und das ist alles, was auch die Orianda-Berater oder uns als Orianda wichtig ist und auszeichnet. Und in dem ganzen Prozess, den wir miteinander durchgemacht haben, konnten wir natürlich auch immer mehr hinter die Kulissen schauen. Wir haben die handelnden Personen, die Unternehmer Stück für Stück kennenlernen können. Und das war für uns einfach sehr wichtig, auch zu sehen, okay, dass wir mit den Leuten zusammenarbeiten können, dass die auch ein Stück weit in das Gefüge passen, was heute bei einer Orianda gang und gäbe ist. Ja. Und da freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit den neuen Unternehmern, die wir kennengelernt haben, wo wir interdisziplinär wirklich ganz Großes bei unseren Kunden schaffen können, nicht nur im Bereich Asset Management, sondern wirklich komplett über die ganze Bandbreite, Ende zu Ende jetzt alles aus einer Hand bei unseren Kunden auch anbieten und beraten können. Ewald, sag ich mal, sowohl die Valantic als auch die Orianda definieren sich ja über Mehrwerte, Kundennutzen, über Zukunftsfähigkeit unserer Kunden. Kann man am Beispiel Enterprise Asset Management den Nutzen, den Mehrwert für die Kunden auch quantifizieren? Ja, schau dir mal die ÖBB beispielsweise an. Wenn du die Presse nachvollziehst oder nachvollzogen hast, hat die österreichische Bundesbahn die letzten 5 Jahre 20% des Personals, also jeden 5. in den Ruhestand geschickt. Wo findest du die Leute jetzt? Wir reden hier auch über das Thema Recruiting und die ÖBB hat an sich das gleiche Problem, die gleiche Herausforderung. Und jetzt geht es beispielsweise darum, dass du mit 20% weniger Personal eine gleiche oder noch größere Leistung erbringen kannst. Es geht also darum, die Prozesse der Instandhaltung eben effizienter zu gestalten, zu optimieren und eben Tools in Form der Ressourceneinsatzplanung werden umso wichtiger. Assets sind ja in dem Kontext nicht nur einfach Maschinen oder Anlagen, sondern Assets ist ja ein weiter gefasster Begriff. Was versteht ihr alles unter dem Begriff der Assets? Ja, du möchtest wahrscheinlich auch über die Bäume sprechen. Ja, also Asset ist für uns an sich zunächst mal ein technisches Asset. Aber eben so die Anfrage kam von einem Kunden, was machen wir mit der Verwaltung unserer Bäume, einen Baumkataster? Und dann war so die Überlegung, ja, was ist ein Baum? Der hat einen Lebenszyklus. Ein Baum wird gepflanzt, der wächst, der gedeiht, manchmal ist er auch krank. Ja, und irgendwo gibt es auch beim Baum ein Lebensende, wird vielleicht gefällt oder fällt um. Und bei technischen Anlagen verhält es sich ja ähnlich. Ich meine, die haben auch einen Lebenszyklus und dann war die Idee geboren zu sagen, wir nutzen die gleichen SAP-Datenobjekte für das Pflegen von Bäumen. Und so hat die ÖBB beispielsweise eben eine Lösung bekommen, basierend auf SAP-Technologien, SAP-Datenobjekten. Das heißt, österreichweit werden 11.000 Bäume damit gepflegt, verwaltet von verschiedenen Förstern, die unterwegs sind, ihre App dabei haben. Und warum macht die ÖBB das? Ja, relativ einfach für unseren Schutz, weil wenn ein Baum irgendwelche Äste verlieren sollte, du bist drunter, Carsten, das wäre nicht schön, oder dein Auto steht drunter, das Auto wird beschädigt und das möchte man von vornherein vermeiden. Und da sind wir ganz froh, dass das mit so einer Lösung einfach überdacht von technischen Assets auf Bäume dann noch wunderbar funktioniert. Klingt unglaublich komplex. Ja, aber daran haben wir Spaß. René, du bist ja letztlich vor Ort, auch beim Kunden, letztlich im Projekt Tagesgeschäft verankert und verzahnt. Was würden denn Kunden letztlich über die Orianda sagen? Was zeichnet die aus und was führt dazu, dass, sag ich mal, es so lange partnerschaftliche Beziehungen zwischen der Orianda und ihren Kunden gibt?
Ich glaube, was die Kunden natürlich als allererstes sehen, ist unser Fokus auf das Thema Asset Management und das Know-how, was wir in dem Umfeld mitbringen, was, glaube ich, seinesgleichen sucht und auch von den ganz großen Beratungshäusern so in der Form einfach nicht vorhanden ist und nicht geliefert werden kann. Und was uns dann in der Arbeit zusammen auszeichnet, ist, glaube ich, einfach ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, gemeinsam an den Themen zu arbeiten. Die Grenzen zwischen wer ist Kunde, wer ist Beratungshaus, die verschwinden in der partnerschaftlichen Zusammenarbeit. Da entstehen Freundschaften mit Kunden, die man privat hier am Bodensee wieder trifft, mit dem man zusammen irgendwo einen Wein trinken geht. Das geht weit über rein professionelles Abwickeln von Projekten hinaus und es macht einfach Spaß, zusammen etwas zu erarbeiten und zusammen erfolgreich zu sein. Euch ist das Anliegen, sage ich mal, des Kunden und, sage ich mal, die Zukunftsfähigkeit des Kunden wichtig. Es ist nicht ein irgendwie beliebiges Projekt, sondern es ist, sage ich mal, ein verpflichtender Auftrag, letztlich dem Kunden auch wirklich Mehrwerte zu liefern, richtig? Absolut. Ich glaube, Berater der Orianda haben ein Stück weit Nachhaltigkeit im Blut. Und das geben wir einfach in der Form auch gerne weiter oder das zeigen wir unseren Kunden in den Lösungen, die wir für sie designen oder mit ihnen zusammen gestalten. René, sag ich mal, was muss denn der Berater, sag ich mal, bei der Orianda mitbringen? Was muss der an Eigenschaften haben, um letztlich eurem Lieferversprechen, eurem Leistungsversprechen in Richtung Kunden entsprechen zu können, aber auch letztlich seine Vorstellung von Karriere zu verwirklichen? Also ich glaube, die Berater bei uns, die zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie gerne im Team zusammenarbeiten, dass sie gemeinsam was Großes, was Kreatives, was Nachhaltiges schaffen wollen. Das heißt, die Kollegen, die zu uns kommen, die wollen etwas schaffen, was ja, ich benutze mal deine Worte, Carsten, was Strahlkraft hat, was nachher nach außen wirkt, wo man auch in 10 Jahren noch von erzählt und sagt, hey, das, was wir da gemacht haben, das war einfach spitze. Und wir haben es nicht alleine erreicht, sondern wir haben es zusammen als Team erreicht. Jeder mit seinen Stärken, die er dort reinbringt. Stolz sein, ne? Auf das, was man gemeinsam geschaffen hat, sag ich mal, im Team und letztlich Mehrwerte nutzen, auch für unsere Kunden letztlich zu hinterlassen. Hervorragend. Lasst uns mal in die Zukunft schauen. Wir sind ein Jahr weiter. Was wäre denn in der Retrospektive dann gedacht, letztlich für euch, sag ich mal, ein Erfolgskriterium, wo ihr sagt, hey, wenn wir das geschafft haben, dann war der Zusammengang zwischen Orianda und Valantic ein absoluter Erfolg? Ja, ich denke, in einem Jahr haben wir viel voneinander gelernt. Wir haben die ersten Projekte zusammen durchgezogen. Wir haben die ersten Projekte zusammen akquiriert. Wir arbeiten intensiv in der Zusammenarbeit bei unseren Kunden und können schon die ersten erfolgreichen Lösungen, die wir zusammen gestaltet haben, interdisziplinär vorweisen und freuen uns auf den Austausch und das, was wir in dem nächsten Jahr gemeinsam zusammen erreichen werden. Also dem mag ich mich gerne anschließen. Also ich möchte vielleicht noch eins draufsetzen. Ich freue mich drauf, dass Sie jetzt in diesem Jahr, was jetzt beginnt, dann sich gemeinsam die ersten Projekte dann angehen und freue mich dann schon in einem Jahr zu gucken, welche Ergebnisse da rauskommen in dieser Zusammenarbeit. Es fängt ja schon an bei dem Thema zum Beispiel IoT, eben wie zum Beispiel Daten von der Produktionsanlage übergeben werden an die Instandhaltung oder eben das Asset Performance Management. Da arbeiten wir schon an Hochdruck mit dran oder wir haben ähnliche Dinge, wo wir zum Beispiel eben das Thema der Instandhaltungsplanung abgleichen mit dem Thema, wie ihr eine Produktionsplanung macht, weil die IT-Tools hinten dran sind ja an sich die gleichen, nur wir gehen unterschiedlich vor. Und da bin ich ganz gespannt, was dieses Jahr bringen wird und freue mich drauf, eben nächstes Jahr um diese Zeit diese Ergebnisse zu sehen. Lieber Ewald, lieber René, sag ich mal, unsere Kolleginnen und Kollegen und vor allen Dingen auch alle unsere Kunden können viel von uns erwarten. Ich gucke sehr, sehr, sehr froh und spannungsgeladen in die Zukunft. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit heute, morgen und die nächsten Jahre und bin fest davon überzeugt, sag ich mal, dass der Zusammenschluss der Orianda und der Valantic ein Riesenerfolg wird. Danke. Danke dir, Carsten. Danke, Carsten.